Zeitraum, um zu üben als Laie, dass man die Sitzmeditation übt. So the question is there an optimum period for a lay person to practice sitting meditation? Und wenn das der Fall ist, wann wäre das und was sind die Gründe? And if so, if there's an optimum period, what is it and what are the reasons for that? For sitting meditation, is there an optimum period for a lay person to practice that? And if so, what is it and what are the reasons? That was standard, but in this Maha system, they found 1 hour sitting and 1 hour walking. Of course, start with the walking and then sitting. In our system, they are not much emphatic on the walking, but they have a 1.5 hour sitting. In Goenka system also, not much serious about walking, but 1.5 hours sitting. It varies from place to place. Also das ist unterschiedlich, es gibt da nichts Festgelegtes, also es gibt da unterschiedliche Varianten, wie das gehandhabt oder wie es entsprechend empfohlen wird. Also im einen System ist es so, dass 1 Stunde das Sitzen empfohlen wird, die andere Stunde dann das Gehen. In einem anderen System ist dann nicht so wirklich die Rede vom Gehen, dann ist eher praktisch der Fokus auf dem Sitzen und auch vom Gregor her wird zum Beispiel auch das Gehen nicht so betont. But I think the meaning was also that if they meditate at home, if it should they meditate early morning or evening, which time is better, no, was the question? Yeah, from the side here. If they meditate at home, early morning time also. For me as a person, morning meditations are better for me than evening, but I have seen some other people, for them the evenings are better than the morning. So what you have to see is which time is more conducive for mindfulness. That must be the criteria. Also es war jetzt nochmal der Zusatz, also gerade auch wenn man meditiert, was dann eben der beste Zeitraum ist und die Antwort jetzt nochmal, also Bante sagt, für mich ist eben der Morgen funktioniert am besten, aber ihr müsst einfach schauen, wie das für euch ist, wenn das von eurem Zeitplan her einfach besser oder für euch einfach besser funktioniert, dass es dann morgens ist, dann eben morgens oder vielleicht ist es für euch auch einfach abends am besten, was auch immer da für euch gut geht. And the next question was, could you please explain the practice of thin slicing of the time? Könnten Sie bitte diese Praxis erklären mit dem dünnen Schneiden, die Zeit in dünne Scheiben zu teilen? It is like fine tuning in the radio or chopping with a very sharp knife than the blunt knife. So at the beginning you see objects at a far distance. Whenever the object and the mind become face to face, you must try to come closer and closer. It's kind of a space-wise also closer. When you come closer, your attention also very dynamic, very vigilant, and the time also become very thin. So therefore at the beginning you don't get, but when and where the time permits, when and where you develop the relationship with your object, you must try to come closer and closer. That space-wise, time-wise, that is the way object and the noting mind understand each other very well. Also das ist so, also das muss man einfach so sehen wie eine Feinabstimmung im Radio, wenn man die Kanäle da ganz fein einstellt. Und das ist dann, wenn man dann meditiert und sich fokussiert und das schärft sozusagen, dass das dann immer näher kommt, dass man da, wie wenn man ein Messer schärft, den Geist schärft, sodass man da dementsprechend auch die Zeit, dass da am Anfang ist das nicht so, dass, was da geschieht, aber je mehr man entsprechend das Ganze, den Feinabgleich und diese ganz feine Abstimmung hat,
und das schärft, umso mehr geschieht das auch damit, dass das wie ein Dünnschneiden von der Zeit ist, sozusagen, wie in so dünne Scheiben. I would like to give another episode in and where you are working with primary object, maybe hitting and dealing with the in-breath and out-breath, and all of a sudden sound happens, mind goes out. Also ich möchte da nochmal ein Beispiel anbringen, also sagen wir mal so, du arbeitest da mit dem Atmen, dann mit dem Ein- und dem Ausatmen und dann ganz plötzlich da passiert was, dass da eben ein Geräusch kommt, ein ganz plötzliches. And when the mind come back from the noise to the primary object, the thin slicing of time means you first have to understand whether your mind is with anger or it is just with mindfulness. Also das ist so, dein Geist, der geht ja raus zu diesem Geräusch, der geht von dem ursprünglichen Fokus weg zu diesem Geräusch und wenn er dann zurückkommt, dann, also um den Bezug nochmal herzustellen zu diesem Dünnschneiden der Zeit, da ist das so, mit der Achtsamkeit versuchst du dann rauszufinden, okay, wo ist jetzt der Fokus? Ist der jetzt bei dem Frust, bei der Wut oder ist der jetzt ist der in der Achtsamkeit drin? Another aspect of it is whether you bring the mind back to the primary object or naturally it is coming with your experience due to your training. Und das andere ist, bringst du dann den Geist zurück zu diesem primären Objekt vom Fokus oder kommt das einfach von deiner Erfahrung her, dass das dann ganz natürlich geschieht? Third aspect is when you come back to the primary object successfully, does the primary object agitated or you have to see whether the primary object is still calm like earlier. Und der dritte Aspekt ist, yeah, I didn't quite get that. When you come back to the primary object, whether the primary object is agitated or just calm down. Also ist es so, genau, also ist es so, dass dann das Primärobjekt ist es dann aufgewühlt sozusagen oder ist das Primärobjekt, ist das einfach still, ist das in Beruhigung? So therefore when the mind come back home, then come back to the primary object, you can give detailed explanation if you know fine tuning, if you know thin slicing of time. Also wenn der Geist dann eben praktisch zu diesem primären Objekt der Meditation zurückkehrt und wenn du das weißt mit diesem dünnen Schneiden der Zeit, da kannst du wieder gleich zurückkehren zu diesem primären Objekt. It's a training for advanced yogis. Also das ist ein Training für fortgeschrittene Yogis. And there was another question. In lay life, completion is almost a necessity for success and survival. How does competition and non-reaction as discussed in mindfulness match up? Also im Laienleben ist es so, dass it's actually competition is almost a necessity for success. Also im Leben des Laien ist es so, dass der Wettbewerb, die Konkurrenz sozusagen fast eine Notwendigkeit ist für Erfolg und Überleben. Und wie spielen eben Wettbewerb, Konkurrenz und die Nichtreaktion damit rein, wie sie in der Achtsamkeit diskutiert werden. Wie spielt das Ganze mit rein? Wie passt das zusammen? The answer is the livelihood, Samuppada. Also die Antwort ist die, der Lebensunterhalt, dass sie das Geld verdient, also das Leben bestreitet. Here the meaning of Samuppada means you must try to live your life for utility value, not for luxuries. Also Dhammajiva, also wie man den Lebensunterhalt bestreitet, ist, dass man das für das Notwendige aufkommt und nicht um den Luxus zu erlangen. Whenever you get the basic needs, you must learn the art of how to say enough.
Also wann auch immer du praktisch die Notwendigkeiten, die notwendigen Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die erfüllst, dann musst du lernen zu sagen, wann ist genug auch genug. Whenever you learn how to say enough, competition is being completely successfully achieved. Also wann auch immer du dann lernst, genug ist genug, dann kann diese Konkurrenz, der Wettkampf kann dann erfolgreich stattfinden. If you do not know how to say enough, if you do not know the utility value and chasing behind the consumerization or luxuries, then you are in a hell. Wenn du nicht weißt, wann genug ist und du weißt nicht, du sagst jetzt habe ich meine Bedürfnisse erfüllt und du jagst da irgendwelchen anderen Dingen nach, insbesondere da den Luxusbedürfnissen, dann landest du und bist in der Hölle. So in the Noble Eightfold Path, the Buddha mentioned Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva. That is the most weakest part in the yogis. Also auf dem edlen, achtfachen Weg, da hat der Buddha davon gesprochen, und zwar, das ist also that word also work, the way of the yogis. The livelihood. Ja, also der Lebensunterhalt, das ist der stärkste, also der wichtigste Teil, was die Yogis angeht. The Buddha exemplified it, being a prince, being an appointed king, he left the palace and went with the begging bowl. That is the example how much he appreciated his liberation. Und das ist das Beispiel, was ja da gebracht wird, ist der Buddha, der ja als Prinz geboren worden ist, und der hat den Palast verloren und verlassen, der ist da mit dieser Bettlerschale losgezogen, und das zeigt, wie sehr er das geschätzt hat, seine Freiheit. So whatever the mindfulness, whatever the effort, whatever the faith you have, if you do not know how to adjust your livelihood, very little results. Also was auch immer da die Achtsamkeit ist oder was auch immer du da für einen Glauben hast oder für einen Hintergrund, wenn du deinen Lebensunterhalt da nicht entsprechend anpasst, dann gibt es da nur sehr wenige Resultate, was dabei rauskommt. This is called simple living and high thinking. Und das nennt man einfaches Leben und hohes Denken. So those were all the written questions for now. Also das waren die schriftlichen Fragen, die wir hatten. To the last question, I would like to add, even though you are not renounced, even though you are not a monk, you can take the example of the Girl Guides and the Boy Scouts. That is the secular example, came from the West, live in a simple life. Also obwohl ihr ja praktisch nicht als Mönch oder Nonne lebt und eben alles aufgegeben habt, aber man kann zum Beispiel auch von der westlichen Welt her stammend das Beispiel von den Girl Scouts oder Boy Scouts eben nehmen, und das ist das Beispiel dafür, ein einfaches Leben zu führen. Die Pfadfinder sozusagen. When the most teacher use the terms greed, hatred and delusion, you use greed, delusion and egocentrism. So Also da, wo die meisten Lehrer ja einsetzen Gier, Hass und Verblendung, da nutzt du eher die Worte, also sie nutzen eher die Worte Greed, Conceit und Ego. Also Gier und Täuschung und also Egozentriertheit. I didn't get the question. Und die Frage war?
Normally the three characteristics are classified by the most teachers by greed, hatred, and delusion. But you used yesterday in your talk greed, delusion, and egocentrism. No, I mentioned tanha, mana, ditti, desire, conceit, and egotistic or egocentric thinking. Also nein, das ging also gestern in dem Vortrag, in dem Gespräch, da ging es um Panama Vitti, und zwar da ging es um die Täuschung, das Verlangen und diese Egozentriertheit. Lobha, dosa, moha are the three roots of defilement. Tanha, mana, ditti, the way mind proliferate, the way the mind start inner talk, inner chatter. Also die Beispiele, was Sie angebracht haben, ist das Tanha Mana Vitti, ist wie das anfängt, wie diese Verschmutzungen im Geiste zustande kommen, gerade wenn da ein Gespräch geführt wird, wie das dann zustande kommt, dass das entsteht. It is in Pali, it is called prapancha. Auf Pali heißt das Prapancha. I came across a term in discussions with Tissa called Atama-yata, and and he kept talking about like enough is enough. Could you elaborate on that, exactly what the background is and what the like what that means? Also ich bin in Diskussion mit Tissa, bin ich über einen Begriff gestolpert, Atama-yata, und er hat das immer erklärt mit genug ist genug, und meine Frage an Bhante ist, könnten Sie das nochmal näher erklären, welcher Zusammenhang da ist? Yeah, Dhammeta is a term not well defined in the early times. Now, present day teachers and present day meditators are giving very fresh interpretations. Also Atama-yata ist ein Begriff vom Pali her, das ist also in früheren Zeiten ist das nicht so gut definiert worden, und jetzt ist es aber so in aktueller Zeit gegen Lehre, Meditationslehrer, die geben da eben Erklärungen dazu. Dhammeta you have to understand with the light of its opposite, Dhammeta. Also man muss das Atama-yata verstehen, und zwar im Lichte des Gegensatzes, und das ist das Dhamma-yata. Dhammeta means assumption. Dhamma-yata heißt Annahme, also etwas annehmen. Assuming that whenever you are become a very skillful learner, you think I am a better person, other person can't, therefore you assume, it's a kind of a conceit. Whenever you have a lot of money, you think, you assume, and ultimately you tend to look down others. Also das ist so eine Annahme von, ich habe jetzt ganz viel gelernt, jetzt bin ich schlauer und weiß mehr als die anderen, und dann gucke ich so von oben herab auf die anderen, und das Gleiche ist der Fall dann, wenn man viel Geld hat, dass man sagt, so, jetzt habe ich das erreicht, und ich gucke dann die anderen von oben herab an. That is the way in the secular life. But even when you are generous, when you are going to give a lot of things, and again you look down those who are not giving. Also das ist praktisch in Bezug auf ein weltliches Leben, aber selbst auch was das Geben angeht. Also dass wenn man viel gibt und man guckt aber auf die herab, die nicht am Geben sind. Whenever you become a moral person, you assume you are higher and you look down the immoral people. Wann immer man da praktisch ein moralischer Mensch wird, und dann schaut man auf die herab, die eben von seiner Annahme her unmoralisch veranlagt sind.
Whenever you get a lot of concentration, jhanic experiences, happiness, gladness, then you look down others, telling they are very inefficient, they don't know how to practice. I am the person with jhanic experience, concentration like you, assume. Also wann immer du zum Beispiel viel so Erfahrungen von der Konzentration hast, diese Jhanas erfährst und dann schaust du auf die herab, wo du sagst, ja, sowas wie ich, das erfahren die eben nicht, da bin ich was Besseres und das erfahren die nicht so. In the Majjhima Nikaya, there is a sutta called Asapurisa Sutta, and there the Buddha has mentioned in the spiritual path, each and every success you tend to assume. Also es gibt da ein Sutta, das heißt, Sapurisa. und da wird also jeder Erfolg, da wird davon geredet, wie jeder Erfolg, der wird angenommen, dass da eine Annahme ist, dass das so ist. And we being Buddhist, born Buddhist, Asiatic Buddhist, we look down Muslims, we look down Catholics, we look down, oh, we are happy, we are Sinhalese Buddhists. Also ja, und ja, da wir als Buddhisten zur Welt gekommen sind, schauen wir auf die Moslems herab, wir schauen auf die in den anderen Glaubenrichtungen und sagen, wir sind die singalesischen Buddhisten und schauen auf die anderen eben herab. We are Sammaditthi, they are Micchaditthi. Wir sind Samadhi, die sind Vajra. So just imagine the opposite. Whatever the qualities you have, whatever the merit you have simple humbleness, just like a citizen John. Also schau einfach, also was immer da ist, welche Qualitäten du da hast, schau da immer im Lichte des Gegenteils auch und schau dann, dass du das Ganze mit Demut, demütig Bescheidenheit betrachtest. Whenever you become a yogi, whenever you become a monk, whenever you become Boras monk, it's a contagious kind of a disease. Wenn immer du Yogi wirst oder du wirst ein Mönch oder lebst im Wald, in welcher Form auch immer, das ist eine ansteckende Krankheit. I am a forest monk, I know very well about that. Also ich bin ein Waldmönch, ich kenne mich da sehr wohl mit aus. Lucky enough, I had good teachers. They were full of merits, but they were so simple, and they were exactly telling, be careful, achieve as much as possible, but don't go to show it, and just be unassuming. Also ich hatte da wirklich gute Lehrer, also die mich da einfach entsprechend unterrichtet haben, die gesagt haben, ja, entwickel dich und so weiter, aber nimm da einfach nichts an von der Auffassung her, dass du das so behauptest, dass das so ist, sondern lebe da einfach in Demut und Bescheidenheit. So even before my ordination, of course I was practicing little. It happened me to go to my postgraduate institute and ask the director to write a character certificate for me, and at the beginning he refused. Also selbst bevor ich ordiniert worden bin und dann, wo ich dann eben die weitergehenden Studien gemacht habe und ging es darum, dass da so ein Korrektur, so ein Zertifikat ausgestellt werden sollte und das hat er verweigert. Next day he asked me to come. He got a piece of paper and wrote 3 sentences. One sentence is, you are unassuming. Also am nächsten Tag hat er mich zu sich gerufen und hat dann 3 Sätze drauf geschrieben und der erste Satz war, du nimmst nichts an, also keine Annahmen. But at that time I don't know the word meaning, what does it mean by unassuming. Und zu dem Zeitpunkt, da wusste ich aber nicht, was heißt das, die nichts annehmen sollen. Later only in the discussions, I came to know the assuming means tanna mana ditti. Assuming means you get a distance from the people. Unassuming means whatever the qualities you have, don't show. Just be fit into the situation. Also später habe ich dann gelernt, dass Tanna Mana Ditti, also da, was das heißt, mit dem Nichts anzunehmen, dass man einfach da das nicht zeigt und da das gar nicht damit prahlt, sondern dass man das einfach da mit in die Situation, dass man da einfach sich in die Situation anpasst, nichts weiter.
And assuming regarding the people, what does that mean? Assuming means that a lot of tanna mana ditti. Unassuming means whenever tanna happens, whenever ditti happens, whenever mana happens, you know. Also das ist einfach so, also bei dem Annehmen, also da ist eine Menge dann von diesem Dhanna Mana Diti vorhanden, und mit diesem Nicht-Annehmen, dass irgendwas so ist, dann, also sieht man dann entsprechend das, also die einzelnen Teile, und passt sich da, fließt da damit rein, kann sich damit reinpassen. I find children are very good example. Und ich finde, dass da Kinder wirklich sehr, sehr gut da drin sind. They get corrupted by going school and associating with parents. Und die werden wirklich ja, versaut sozusagen, dass die da in die Schule kommen und dass die von den Eltern da einfach verzogen werden. Parents are the worst. Die Eltern sind die schlimmsten. If I could follow up on that, because it's something that's been on my mind ever since I've been to Sri Lanka, and really Sri Lanka was the first form of certain things of Buddhism that I got in contact with, and I ended up in the middle of rituals that I thought were Hindi or everything else. So with the puja practice, so could you comment on that? Really, because it's like I found it in mixed and mingles with like devas and gods and Kataragama and Kali, and people called it Buddhism, and it was in Sri Lanka, and I don't know, could you comment on that? Because somehow, like, from that sort of mindset, Simply I call standing on ceremonies. Standing on ceremonies is the way boost your Dhammeta. If you want to avoid ceremonies and the population and the people, Dhammeta is easier. Okay, ich versuche das erstmal zu übersetzen. Also die Frage war, wie, also ich hatte mit Sri Lanka, mein erster Kontakt mit Buddhismus an sich war dann eben Sri Lanka gewesen, da waren ganz viele Rituale und ich bin da eben mittendrin gelandet, und dann ging es irgendwie um Götter und sonst was eigentlich ich eher in Richtung Hinduismus getan hätte, und die Frage ist, was hat das jetzt einfach mit dem Ganzen zu tun mit Buddhismus, oder wie kommt das da mit rein? And if you could explain that, what that ritual, what do you mean by Standing on ceremonies. Okay, also auf Zeremonien zu stehen. Okay. Standing on ceremonies is the disease. Also das So ist don't go to that disease, then you will get contagious disease. Also geh da bloß nicht hin, weil dann wirst du angesteckt, und das ist eben Virus. So he knows the story. My preceptor, he was very elderly, forest monk, and when the Nikaya means our sect, monk sect, they were having the parliaments telling, appointing the chief monk and giving the director post and get the kind of thing. My teacher never go there for contest. Also er Bhante Susada kennt auch die Geschichte, die da gelaufen ist. Also der Oberste von mir, der damals, also das war so, die wollten da eben Leute bestimmen, wer da jetzt welche Position bekommt, und das war immer so, wenn es darum ging, wenn da die Regierung da irgendwen gewählt hat, da ist der bloß nicht da irgendwie aufgetaucht. And after a long time, they came to know Maitreya is very qualified, very elderly. Ultimately, they give an honorary post as a preceptor. Also es war dann irgendwann so, naja, das haben sie irgendwie rausgefunden, irgendwann haben sie jetzt rumgesprochen, dass der sehr wohl qualifiziert ist, und dann haben sie den eben eine Position da, eine oberste Position gegeben. And then they wrote a letter to my teacher telling, we have unanimously decided to give the post, the preceptorhood, would you please accept it? Und dann haben sie ihm dann Brief geschrieben, so, wir haben dir jetzt diese Position gegeben und wir bitten dich inständig darum, würden Sie das bitte akzeptieren. So after 3 days, he never answered. At last he wrote, to punish me like that, what is the mistake I have done? Also er hat dann nie geantwortet, nach 3 Tagen hat er dann zurückgeschrieben, mich so zu bestrafen, welchen Fehler habe ich denn begangen?
Still they offered that post. Dann haben sie aber immer noch diese Position dann angeboten. He gave one condition, I will never go to any ceremonies. Und dann hat er gesagt, okay, eine Bedingung, ich werde nie zu irgendwelchen Zeremonien gehen. So this is a good example for Atammeta. Das ist ein gutes Beispiel für Atamayata. Ja, I have a question. What is Silabbata Paramasana? So they say when you make progress in the meditation, one of the feathers is Silabbata Paramasana. So how can you judge if this feather is still there or not? Könnten Sie das übersetzen? Ja. German. Wenn man Fortschritt macht in der Meditation, dann gibt es da so Fesseln, die man durchbricht. Und einer der ersten Fesseln ist Silabbata Paramasana. So die Frage war, wie erkennt man, ob diese Fessel gebrochen ist oder nicht? The sila is a morality, not to transgress social norms and not to transgress the precepts. That is what you call sila. Also was man als I'm not sure I got that right. So I have to define sila first, and then I will go to the Silabbata Paramasa. Sila means moral restraint, not to transgress social norms, not to transgress your precepts. Also zuerst mal erklären wir die Silas, also das sind die Sittlichkeitsregeln und das heißt, dass wir da nicht über die sozialen Normen, gesellschaftlichen Normen hinausgehen. Und dann als nächstes? And if the sila is intact, you with the calmness of the mind, the Buddha says, avippatisarathaya ananda kusalani silani. Whenever you come into the not sila position to the sila position, your mind is calm and quiet, contented. Und wenn praktisch diese Silas, diese Sittlichkeitsregeln intakt sind, dann ist es so, und das sagt der Buddha, also wenn das entsprechend eingehalten wird, dass dann der Geist ruhig ist, dass er da in Stille ist. And it's very conducive for your mindfulness as well as for the concentration. Und das ist sehr förderlich für deine Achtsamkeit, genau wie für deine Konzentration. Anything you do in terms of sila, which is disturbing your mind, which is disturbing your concentration, is Silabbata Paramasa. Also alles, was du machst, was deine Silas stört, also was da deinen Geist zerstört, das wird als Folgendes betrachtet. It's the name? Silabbata Paramasa. Mishandling of Sila. Mishandling. Also das ist ein falsches Einsetzen dieser Sittlichkeitsregeln, also ein falsches Benutzen der Silas. So it has two extremes. One thing is, under the guise of Sila, you start self-torturing. Also das hat dann zwei Extreme praktisch unter dieser Maske der Sittlichkeitsregeln des Silas, da beginnst du mit einem Selbstfolter, Selbstqual. And the other one is, you observe Sila, but never protect them. Und das andere ist, du hältst zwar die Silas ein, aber du schützt sie nie, bewahrst sie nie. Both of them are leading to frustration. Und beides führt sehr wohl zu Frust. And that frustration is no for the immoral people. Und dieser Frust, der ist bei den moralen Leuten, ist das bekannt. And not for the animals. Und das ist nicht für die Tiere. That is why they have no tension. That's why they have. No tension, no frustration. Deswegen haben die haben ja keine Gefahr, die kennen das nicht mit dem Frust, die Tiere. This is what Sigmund Freud used to say, ambiguity of civilization. Also deswegen haben sie das immer gesagt, das ist dieser Zwiespalt, diese zwei Gesichter der Zivilisation. It is a contagious disease. Das ist eine ansteckende Krankheit. That I can see everyone, how much they have caught up with their so-called civilization and how much self-torturing. Weil ich kann einfach sehen, wie stark die Leute alle so sehr in diesem Gesellschaftsspiel da feststecken und wie sehr sie sich da selbst quälen mit. Whatever the precepts
take for utility value, don't take for the sake of sila, then it's utter nuisance. Also wirklich macht diese Sittlichkeitsregeln, also nicht einfach nur den Sinn des Ganzen, um die Sittlichkeitsregeln zu machen. Wenn du dich nicht für dich als Moral machst, dann ist das wirklich störend, dann ist das total nervig. As well as don't deal with others' sila. It is none of your business. Und kümmere dich auch nicht um die Sittlichkeitsregeln der anderen. Das geht dich überhaupt nichts an. Unless otherwise they come and invite you. Es sei denn, die kommen und laden dich dahingehend ein. So today forest monks as well as the nuns are utterly suffering. Weil es ist heute so, dass die Waldmönche und die Nonnen, die leiden wirklich ganz schlimm. Because of this Silabbata Paramasa, they don't know how to handle the delicate tool. Weil wegen diesen Silas, wegen diesen Sittlichkeitsregeln, die wissen nicht, wie die mit diesem delikaten Werkzeug umgehen sollen. Enough. So if this feather is broken, you are not able to break the precepts? But the fetter is broken? No. That once you become Sotapanna, you know the comfort zone. You know the comfort zone. You know the comfort zone. You know the least frictional path. So naturally you don't transgress. Not due to the fear of Buddha. Naturally. Not due to the fear of Dhamma. Not due to the social phase. So you know the least frictional path. So the question is, once you become Sotapanna, you are not transgressing Silabbata Paramasa. Also sobald man Sotapanna erreicht, dann geht man nicht mehr über dieses Silabbata hinaus. So that is because he knows what is conducive for the mindfulness and what is creating a stress. So that means he knows the comfort zone. Also he knows the least frictional path. Also das heißt einfach, der weiß, also der das erreicht hat, der weiß einfach, was diese Achtsamkeit ist, der weiß, welcher Bereich am wenigsten Reibung verursacht und der kennt die Komfortzone. Even then there may be some transgressions, but without a second person, he or she can understand oneself the amount of transgression. Aber ja, selbst, es kann sein, dass da ein paar Transgressionen da sind, aber selbst ohne eine zweite Person kann derjenige das verstehen, was da bei sich da los ist. Not regretting, but do what is the necessary for the remedy. Therefore, once becomes Sotapanna, not that they are not committing mistakes. Whenever mistakes happen, they duly go there and ask pardon or do the repairs, do the correction, but no much of regret. Also da ist kein Bedauern, also kein größeres Bedauern da. Also die werden sich oder sind sich dessen einfach bewusst, da ja okay, das heißt ja nicht, dass sie keinen Fehler machen. Wenn da aber ein Fehler begangen worden ist, okay, dann tue ich das, was nötig ist, um das Ganze gut zu machen wieder. This is the one reason where the sectarianism happened within the Buddhism. Also das ist eine der Gründe, where the sectarianism, this sect, that sect, they are better, they are low. Das ist einer der Gründe dafür, warum diese Zerstückelung, diese Zerteilung, da Sektierung passiert im Buddhismus. So when Mahasi Sayadaw is writing his treatise, he says, monks find difficult to get Sotapanna when compared to lay people. Who's saying? Mahasi Sayadaw, the Burmese master. Also ein burmesischer Meister, Mahasi Thero, also der sagt, also they find it difficult. He says, monks have a lot of precepts. They often transgress, so they can't go to Nibbana, go to Sotapanna. Lay people are better off. Also und der sagt das ganz klar, aber die Mönche, die haben jetzt so viele Regeln, was sie alles einhalten müssen und wie können die da hier ins Nibbana kommen, wenn sie sich an das ganze Sachen halten müssen, da ist es für die Laien doch viel einfacher. He's a very traditional person, Burmese person, and he justifies it because many people take precepts, they don't know the limits, they don't know the margins, ultimately leading to the self-mortification or transgression.
Also der ist ein sehr traditioneller Mönch, aber der macht das ganz klar. Also entweder geht das dann, kommt das in die Transgression oder das führt dann zur Selbstversteinerung sozusagen. It is just like a monkey get a barber razor. Monkey, barber razor, the very sharp blade, when the monkey get it, cut themselves. Das ist wie wenn ein Affe praktisch eine ganz scharfe Klinge, und wenn er die in der Hand hat, dann schneidet er sich damit. What is the difference between observance and protection of Sila? Kannst du mal lauter? Das kam mir schon sehr laut vor. Can you please expand on the difference between protection and observance of Sila? Könnten Sie das nochmal also weitergehend auslegen mit dem Einhalten der Silas und dem Bewahren der Silas, also dem Schützen? If you are practicing mindfulness, it is easy for you to do the trial and error. If you are take precepts but not practicing like mindfulness meditation, that sila is you are just protecting, you don't know why. Also wenn du die Silas machst, die einhältst, dann ist es ganz einfach, dich daran zu halten und die da auch zu schützen etc. Aber wenn du das nicht praktizierst, sondern du machst das da einfach nicht so, dann schützt du das irgendwie und du weißt gar nicht, wieso du das Ganze machst. Whenever sila is promoting and conducive for mindfulness, that you protect as well as you observe, you get the benefit. If you are not investing that for the mindfulness, just mere sila is you are protecting, but you don't know for what. So that is the point, you lose the practical nature of sila. Also wenn du die Silas, wenn du das nicht mit Achtsamkeit machst und das Ganze da in den reinfließen lässt, dann verlierst du den Punkt an dem Ganzen, wieso du das überhaupt machst mit den Silas, was die denn überhaupt für einen Sinn haben. So in the Patinibbana Sutta, the Buddha again and again telling, the sila must be leading to samadhi. Samadhi must be leading to prajna, wisdom. If it is not so, sila is silabbata paramasa. Also in dem Sutta, Patinibbana Sutta. in dem Patinibbana Sutta ist es so, der Buddha sagt das immer wieder, also die Silas, die müssen zur Weisheit führen, die müssen zum Samadhi führen, weil was ist sonst der Sinn an dem Ganzen, die zu machen? Silam paribhavito samadhi mahappalo hoti mahanisansa, samadhi paribhavito panya mahappala hoti mahanisansa. The Buddha says it's a natural trend. If you are in the practical sila, it is leading to concentration. Also sagt, wenn man die praktischen Silas macht, das führt zur Konzentration, das ist der natürliche Weg. Otherwise, silabbata paramasa, that means mishandling. Und ansonsten ist es ein falsches Behandeln dessen, da werden die falsch eingesetzt. So the mishandling is that also something that happened through these ceremonies where people are reciting it over and over, and most of the time they don't even know what they're reciting, even though they're reciting and it may be their language. Also ist das genauso mit diesen Zeremonien, die rezitieren das immer und immer wieder, selbst wenn es die Silas sind, aber die haben teilweise gar keinen Bezug mehr dazu und das wird dann immer wieder vor sich hingebetet. So that's the way that you are with the blind faith. You are following a blind person, then you are also blind. Also es ist wie wenn man das mit blinden Glauben macht. Man folgt da irgendeinem Blinden und dann ist man genauso blind. Dhammapada, you have the kinti jatai dummeda, kinti ajinasatya, abbantarante gahanam, bahiram parimajjasi. The people appear like a full of precepts, having a long, the beetle, the necklace, and have a skin of this kind of a tiger, and having a jata. Everything have, but no internal precepts. So the Buddha is asking, you have outer everything, appear like a very moral person,
But internally, if there is no qualities, what these all joke is? Also das ist so, also die Leute nach außen hin, da tragen sie entsprechend die Ketten und um zu zeigen, ja, sie sind da ganz moralisch veranlagt und halten diese Sila und diese Sittlichkeitsregeln hinein, aber im Innen sieht das ganz anders aus, ja. Und dann sagt der Buddha, was ist Sinn des Ganzen? Wenn das im Innen nicht der Fall ist, dann hast du überhaupt keine Silas, die du da einhältst. When I was this afternoon during the Dhamma talk, you drew the analogy between jump starting a battery and charging it fully. So jump starting is starting with samatha and then proceeding to vipassana. Is there a possibility that someone who goes all the way may never change to vipassana? Also heute Nachmittag in dem Dhamma-Gespräch, da haben die ja diese Analogie gegeben, wenn man da mit dem Ladekabel die Batterie lädt beim Auto oder dann, wenn man das Akku auflädt, um die Batterie aufzuladen und also sprich man mit diesem Aufladen von der Batterie, also geht man von Samadhi zu Vipassana, gibt es da eine Möglichkeit, what was the question again? What was the one who the battery that is fully charged, will it not, is there a possibility that it will not change to vipassana? Also gibt es da eine Möglichkeit, dass es sich nicht ins Vipassana, also in diese Einsicht verändert? Gibt es die Möglichkeit? That is Alara Kala Mudraka Ramaputra. Also das ist Before the Buddha, even now, there are a lot of Alala Kalamas. Lot of the people, they practice, they don't know for what. Also das ist vor dem Buddha und selbst jetzt auch, da gibt es eine Menge Leute, die praktizieren einfach, aber die wissen gar nicht, wieso sie praktizieren. And even then your statement is wrong. That does not indicate Samatha Pubbanga Vipassana. It's not necessarily to have so much of Samatha at the beginning. So that statement is also you have to refine. Whatever may be, whenever you practice for the sake of cure and for the sake of healing, that is what called the business Buddhism in American Buddhism. Most of the German Buddhism also the same. They never have prevention. They are doing only for the sake of cure. So they will never go for Also Vipassana. selbst deine Aussage, wie du, dass du da nicht unbedingt mit Samadha anfängst, also selbst das müsste man anders sagen, weil die Sache ist die, dass es gerade von westlichen Buddhismus her ja sehr stark vom amerikanischen Buddhismus her und gerade was jetzt im Deutschen auch passiert ist, dass das nicht zur Prävention geschieht, sondern dass es immer um die Heilung geht, dass durch den Buddhismus da Heilung gesucht wird. So then without jhana, without strong concentration, Nibbana is possible? Also ohne Jhana, ohne eine starke Konzentration ist da Nibbana möglich? The Visuddhimagga, the frame that we taken as the standard for Theravada, Buddhagosacharya mentioned Upachara Atta Samapatti. Lowest you must have access concentration, highest is 8 jhana. Anywhere you can take a turn for Vipassana. Also der Rahmen, der da gegeben wird, ist das niedrigste, also was man braucht, ist einfach die Konzentration und das höchste ist das 8. Jhana und irgendwo dazwischen, da kann man dann einen Weg zum Vipassana hingehen. Maybe that is correct or wrong, that's what we take. That means even the Buddhagosacharya is recommending the access concentration enough just to get a jump start, and when the vehicle is running, it is getting charged. On the way. Also vielleicht stimmt das oder auch nicht, aber das ist so, wie das Buddha empfohlen hat, ist, dass man eben das Gefährt erstmal mit dem Ladekabel lädt und sobald das Gefährt dann am Laufen ist und dann kann man das immer wieder entsprechend aufladen zwischendurch. So through mindfulness, Nibbana is possible.
Through mindfulness, concentration is possible. Through mindfulness, wisdom is possible. Also durch Achtsamkeit ist dann Nirvana möglich, durch die Achtsamkeit da ist die Konzentration möglich und durch Achtsamkeit ist die Weisheit möglich. If there are no questions, we can take time for a short period of walking meditation and have a sitting. Also wenn keine Fragen mehr sind, dann können wir jetzt einfach die Zeit nehmen für eine kurze Gehmeditation.